Überleben? Optional. Süders Wochenbericht vom 15. bis zum 21. Dezember 2025. Camp im Fadenkreuz. Hallo, hallo? Okay, gut. Das rote Lämpchen leuchtet. Also tue ich jetzt einfach mal so, als wäre das hier geplant. Einsatzzentrale, hört ihr mich? Hier spricht Süders Daneva. Ersetzbares Crewmitglied Nummer 371. Immer noch da. Sehr zum Leidwesen für manche. Ich bin so eine Art Realitätsfilter. Nicht besonders hübsch, nicht immer angenehm, aber zuverlässig, wenn es darum geht, den Dreck aus der Luft zu ziehen. Und diese Woche war Tschernerus in Bestform. Erst freundlich, fast schon höflich. Und dann trat es dir mit Anlauf gegens Schienbein, nahm dir das Auto weg, klaute dir ein Zelt und fragte anschließend ganz unschuldig, warum du jetzt so empfindlich reagierst. Wir hatten Verhandlungen, die nach Fortschritt klangen und in Funkstille endeten. Wir hatten Kämpfe, die keiner wollte, Entscheidungen, die trotzdem getroffen wurden und Momente, in denen Menschlichkeit kurz durchblitzte, bevor wieder jemand dachte, ein Brunnen sei ein Schießstand. Also macht euch eine Pepsi auf oder was ihr sonst so habt, lehnt euch zurück, atmet tief durch. Ich nehme euch mit. Willkommen zurück in unserem Tschernerus. Montag, der 15.12.2025. Silberfische in der Nacht. Der Morgen begann mit etwas, das mir selbst kurz den Sarkasmus aus dem Gesicht gezogen hatte. Joni wurde geradet. Und ja, Joni und ich sind jetzt nicht die allerbesten Freunde. Eher so die Kategorie, man nickt sich oft zu und hofft, der andere schießt dir nicht gleich in den Rücken. Aber einen Raid wünsche ich niemandem. Und es tat mir leid. Wirklich. Währenddessen war Jay auf Tour, Selenogorsk. Später ein Zug-Event bei Zwir. Und wie das Leben so spielt, endete die Nacht nicht romantisch, sondern frontal an einer Laterne. Kühler kaputt, Zündkerze hinüber, Nacht, Kälte, der Klassiker. Und irgendwo in diesem Chaos verschwand plötzlich eine Kiste aus Jays Auto. ABC-Stuff, alles weg. Stattdessen lag da ein Baseballschläger mit Lichterkette. Ein Tauschgeschäft? Kunst? Oder einfach Tschernerus, das mal wieder witzig sein wollte? Eher letzteres, denn parallel dazu schlich Mora von den Silberfischen durch die Gegend. Rein zufällig. Ebenfalls auf der Suche nach einem Kühler. Tschernerus und seine Autos. Jay, hilfsbereit wie sie ist, bot ihm ihren an. Was sie nicht wusste, Mora war ziemlich sicher genau der Typ, der sich ihre Kiste geangelt hatte. Silberfisch halt. Glänzt kurz, ist weg, hat Spaß. Das Beste dran? Die beiden mussten die ganze Zeit um dieses Auto herumgeschwänzelt sein und haben sich trotzdem nicht gesehen. Naja, vielleicht war Mora an dem Abend kein Silberfisch, sondern mehr ein Blindfisch. Okay, wir alle wissen, wie leicht man mal da draußen was übersieht. Besonders, wenn es mitten in der Nacht ist. Aber witzig war es schon. Jay zog sich jedenfalls zurück und ihre Laune, sagen wir so, gegen Jays Wut wirkte Herzenttäuschung über Greenie wie eine sanfte Frühlingsbrise. Am Morgen sicherte die Beresino Union dann zusammen mit Carla Jays Olga. Reifen ran, Karre wieder flott. Randy meldete sich auch, wegen dem Bericht von letzter Woche. Der schwarze Gunther vor Elektro, das war wohl einfach ein Unfall von ihr gewesen. Passierte, leider. In die Schnurre verschwand unser Regenfass. Ein ziemlicher Affront. Wir wollten essen, Wasser sammeln, stattdessen lernten wir wieder, Ehrlichkeit ist halt hier weiterhin optional. Wäre ein guter Titel für Herz neuen Podcast. Naja, egal. Dann kam wenigstens ein Lichtblick. Selina bekam Herbert, ihren blauen Gunther von der Beresino Union. Ich konnte mir bildlich vorstellen, wie sie durchs Camp lief, freudestrahlend. Und Herz bekam im Gegenzug von ihr den roten Saka. Geschichtsträchtig. Herz war glücklich und grübelte natürlich sofort, wie sie den nennen sollte. Fahrzeuge brauchen Namen. Immer. Und dann, nächster Schlag, der grüne Ader der Beresino Union wurde geklaut. Fraule und Bitwanted wurden bei Nischneue im Auto erschossen. Täter meldete sich prompt und stolz, Davos von den Silberfischen, und gratulierte sich zu dem guten Schuss. Silberfische, ich sag's ja. Sie sind klein, gemein und tauchen immer dann auf, wenn's am meisten nervt. Aus dem fahrenden Auto hat er die beiden geschossen. Locke hätte das wieder lecker genannt. Die Beresino Union fand's, sagen wir, weniger lecker. KYS meldete sich derweil wegen des Unterstands an Bastis Tankstelle. Ja, abgebaut. Von ihnen. Aha. Deko entschuldigte sich. Man habe gedacht, es sei ein Banditencamp. Banditencamp. An einer offenen Tankstelle im Westen. Mit offen zugänglichen Sachen. Keine Samariter-Sachen. Deswegen haben sie nicht gedacht, dass es ein Samariter-Ding ist. Ja, genau. Zur Klarstellung und zum Mitschreiben. Das war Bastis Projekt. Last Hope. Ein Gemeinschaftsding. Und selbst wenn man sich mal so geirrt hatte, man benahm sich doch nicht einfach wie die Axt im Wald. Herz sagte trocken, nicht mein Thema. Klärt das mit Basti. Also Entschuldigung notiert, Protokoll erfüllt. Der Schankmeister wurde inzwischen Jäger und Sammler fürs Camp in Frigorodki und wirkte dabei erschreckend zufrieden. Yannick hingegen sammelte Bambis. Wirklich.
Er nahm Pontan von Elektro im Auto mit nach Prigorodki. Mitnehmen bedeutete hier allerdings nicht „Steig ein, ich bring dich in Sicherheit“, sondern mit vorgehaltener Waffe zu sagen „Steig ein“. Pontan sprach kein Deutsch. Jannik hasste Englisch. Ergebnis: eine der verzweifeltsten Kommunikationssituationen dieser Woche. Jannik und Herz gingen davon aus, dass Pontan sehr wohl Deutsch sprach und sich nur verstellte. „Red Deutsch, verdammt!“ schrie er. Hat nicht funktioniert. Am Ende war Pontan trotzdem dankbar, rüstete sich am Camp aus und zog weiter. Manchmal reicht das schon zum Überleben. Selina traf am Camp noch auf Papa Big. Keine Ahnung, wer das war, aber er wollte keine Hilfe, lootete sich alles selbst. Respekt. Unsere Camps sind Angebote, keine Pflicht. Auch wenn Jannik manchmal nachhilft. Zum Abschluss schrottete Whisky noch seinen grünen Adder. Er wollte durch einen Busch fahren. Der Busch hatte andere Pläne. Plötzlich solide Hitbox. Auto tot. Und weil Czernarus gerne nachtritt, gab es im Norden noch das erste Gefecht zwischen der Hütchenbande und Ikea. Natürlich im Norden. Es ist immer der Norden. Wenn irgendwo geschossen wird, dann da, wo es kalt ist und alle überzeugt sind, im Recht zu sein. Whisky schnappte sich erst ein Hütchen, dann das zweite. Und das zweite machte ein Hütchenspiel draus. Kopf kurz hinter der Wand hervor. Whisky schoss. Kopf weg. Naja, nicht weggeschossen, sondern weggezogen. Mist me. Whisky ließ das nicht auf sich sitzen, kletterte aufs Dach, scopte rüber Richtung Nordhügel und als das Hütchen dann wegrannte und sich hinter einem Heuballen versteckte, erwischte er es doch. 2 Hütchen down. Das dritte entschied sich für die gesündeste Option: Rennen. Ikea 1, Hütchen 0. Abends sprach Herz noch mit Whisky über den roten Saka. Zu viele Autos, roter Gunther, Ready Gunther, Kistenpläne. Irgendwann war selbst bei Herz Schluss mit motorisiertem Optimismus. Der Saka sollte also in gute Hände. Whisky sagte nur ein Wort. Joni. Naja, und El Patron. Herz hielt kurz inne und wusste, ja. Schon viel zu oft hatte sie in der Vergangenheit El Patron die Hoffnung zurückgebracht. Allein schon wegen dieser Geschichte war das wichtig. Also nahm sie Kontakt auf. Währenddessen half Bert in Svetlojarsk einem Neuankömmling namens Martin. Camp Gucci. Jay brachte Spenden nach Prigorodki. Pontan tauchte nochmal kurz auf, man saß zusammen, Herz bedankte sich. Dienstag, der 16.12.2025. Gruppenfoto und Giftgasunfälle. Der Dienstag bewies eindrucksvoll, Hoffnung hatte hier zwar 4 Räder, aber nicht jeder durfte sie anfassen. Joni meldete sich wegen des roten Sakas. Begeistert, überschwänglich, Herz sei die Beste. Natürlich würden sie das Auto nehmen und als Herz sagte, sie stelle es in Prigorodki bereit, kam: Felix holt's gleich ab. Herz entsetzt. Felix? Sie stellte klar. Nein, Joni. Felix holt gar nichts ab. Du holst das Auto ab. Joni versuchte zu erklären. Felix habe sich bereits umgebracht und sei als Bambi unterwegs. Aber Herz blieb hart. Emotional dement war sie nicht. Felix hatte dem Camp geschadet, ohne Entschuldigung. Also bekam er nicht auch noch Hoffnung in die Hand gedrückt. Kindisch? Vielleicht. Klar? Definitiv. Am Ende holte Joni das Auto selbst ab. Danach holte Color J den bunten Hund ab. Ein Fundfahrzeug, das Herz bei Balota im Wald entdeckt hatte. Ein grüner Saka im Wald war praktisch unsichtbar. Der Täter hatte aber Türen abmontiert. Eine rote Tür schimmerte zwischen den Tannen und genau deswegen hatte Herz das Auto überhaupt gesehen. Wer ihn damals überfallen hatte? Immer noch unbekannt. Kala war trotzdem glücklich und das zählte. Später holten Herz und Basti Benzin für Generator und Batterieladegerät. Jamet begleitete sie. Am Camp entstand später noch ein Gruppenfoto mit Jamet, STLK, Basti, Herz, Dorian und Wundbrand Tom. Tom meldete nebenbei, dass er auf einem Boot an der Küste erschossen worden war. Man nickte. Czernarus. Danach fuhren Herz, Jamet und Selina Konvoistrecken ab. Routine. Krankenhaus, Last Hope, Wege checken. Bis sie genau das taten, was man nicht tun sollte. Sie standen zu lange in einer Gegend, in der Giftgas einschlug. Und natürlich schlug es ein. Herz verlor die Orientierung. Alle 3 wurden krank. Sehr krank. Sie rasten Richtung Prigorodki, während schon klar war, keine Blutreserven, kein Gegenmittel, kein Null-Negativ. Nicht mal Herz war gerade kompatibel. Sie wichen Richtung Tankstelle in Tscherno aus, Hoffnung auf Krankenhaus, aber es sah mies aus. Oh, ich sollte dichter werden. Und dann lief Dorian, STLK, in die Arme am Camp. 0 positiv. Nicht perfekt, aber perfekt genug. Dorian spendete und spendete und spendete. Selina brauchte 3 Beutel. Herz nahm einen und als sie genesen war, verabreichte sie Jamet ihr Blut. Und so sprangen die 3 dem Tod von der Schippe. Basti hatte noch nach Leibeskräften unterstützt und war mit dem Boot in die Gegend gekommen. Tja, und für Herz war das ein Close Call.
Wieder einmal zeigte sich, ohne Vorräte ist Samariterarbeit nur ein hübscher Begriff auf einer Armbinde. Abends saßen sie am Camp, erschöpft, angeschlagen, aber lebendig. Wunden wurden geleckt, Lektionen gelernt. Und Dorian? Still, aber ein Held. Mittwoch, der 17.12.2025. Zu sichere Basen, Fässerspenden und Blutgruppenbingo mit Freunden. Kann eine Basis zu sicher sein? Ja. Herz drauf auf dem Weg nach Tscherno, Melo Katar. Melo, ja, vom Modded. Scherzkeks mit faustdickem Hoppla hinter den Ohren. Er berichtete, er habe in Elektrone Base gefunden und sicherer gemacht. Herz grinste schon, bevor sie fragte, wie. 3-stelliges raus, 4-stelliges rein. Code kannte nur Melo, natürlich. Herz vermittelte, informierte die Besitzer. Problem, die Besitzer hatten sich entgegen aller Warnung in ihrer eigenen Basis ausgelockt. Und jetzt kamen sie nicht mehr raus. Sie erreichten Melo nicht. Also musste Herz wieder zwischen allen Stühlen sitzen und Dinge regeln, die Leute eigentlich selbst hätten lösen können. Tja, und der Junior-Brite, der tat grad so, als sei es Herz schuld gewesen, dass sie in ihrer Basis festhockten. Naja, am Ende wurde der Code weitergegeben. Basis offen, Herz genervt. Die leise Art von genervt, bei der man weiß, beim nächsten Mal lächelt sie ein bisschen weniger. Bitwanted brachte ein Fass vorbei. Für den Event-Stash. Herz bedankte sich freundlich. Abschließend holte er noch mit Schankmeister Benzin. Der war quasi Begleitschutz. Später holten Ultra und Color J Basti noch in Tischina ab. Basti hatte dort eine Garage gebaut, war offiziell Bürgermeister und wollte einen Dienstwagen, aber nicht so viele Autos, sonst kamen Neider. Herz grillte und angelte wie immer, während Basti erzählte, er sei früher Rettungshubschrauberpilot gewesen. Das war aber noch in einem ganz anderen Generus. Herz war sichtbar beeindruckt. Samariter im Kern, ich sag's ja. Dann ging's zum abgestürzten Weihnachtsmann. Ein bisschen looten. Herz fand eine Plattenweste. Rio brachte ein weiteres Fass vorbei. Der Event-Stash füllte sich. Und am Ende spielte Herz Blutgruppenbingo mit mäßigem Erfolg, bis Jay und Basti hinterherfuhren, Testkits organisierten und sie endlich wieder 0 negativ hatte. Anschließend Vorräte auffüllen. Vorsorge. Überlebensstrategie. Donnerstag, der 18.12.2025. Reges Treiben am Cap. Während ich im anderen Tschernerus ein Gruppenfoto für die UNOG schoss, ja, ich habe auch mal Urlaub, passten Black Lion und Jamet auf Prigorodki auf. Basti fand ein Feuer, das brannte, aber keine Seele weit und breit. Dafür komplettes Feuerholz weg und in den Kamin gestopft, Essen fast leer. Jemand hatte offenbar entschieden, dass Nervensägen auch eine Lebensform sind. Echo kam vorbei mit einem Teddy und einem Viererzahlenschloss. STLK bekam Rios Fass überreicht und bedankte sich. Er brachte Felle und Fleisch, dringend gebraucht. Herz räumte alles auf, baute 2 Unterstände. Ultra kam rückwärts fahrend ins Camp, weil sie mit Color J Wetten abschloss, wie andere Leute Einkaufslisten schreiben. Immerhin versprach sie Hilfe bei der Blutgruppenjagd. 20 Testkits wollte sie im Auto sammeln. Herz lud Batterien, rechnete Benzin gegen Laufzeit und tat so, als wäre das alles völlig normal. Freitag, der 19.12.2025. Misha kehrt zurück. Naja, irgendwie. Herz werkelte an der rostigen Axt und fuhr einen roten Saka spazieren. Kurz davor hatte ich einen schwarzen Gunther gefunden. So einen, der nach Jays Gunther Black Beauty aussah. Ich gab Jay den Tipp. Sie war dankbar und machte was Seltenes. Sie gab Autos weiter. Herz bekam den roten Saka und die Black Beauty, die sollte Ultra bekommen. Der rote Saka, Veteran, 12 Unfälle überlebt. Der 13. kam nachts. Wasser nicht gesehen, reingefahren, Motor tot, Ende Gelände. Immerhin hieß das Ding nicht Hoffnung, sonst wäre die Hoffnung jetzt wortwörtlich abgesoffen. Die liegt hoffentlich weiterhin bei El Patron, irgendwo in der Version 4.0. Pinky und Color J bargen die Ladung und brachten Herz zurück zum Camp. Der Schankmeister meldete Wölfe in Prigorodki. Ja, Wölfe, mitten im Ort. Ungewöhnlich, aber leider kein Märchen. Auf dem Rohbau tauchte ein Sniper auf, Puls hoch. Aber Entwarnung, es war Rio, beobachtend, freundlich und mit Fass. Eine Kiste, die er für sie versteckt hatte, holten sie später von einem Zugevent ab. Rio lehnte eine Mitfahrgelegenheit ab. Er stieg nicht in irgendwelche Autos. Vielleicht angesichts der jüngsten Ereignisse eine kluge Wahl. Dann Notruf. Selina meldete, Whisky und Nigo hätten bei Kamishovo eine Panne. 3 Reifen weg, Kühler weg, Wasser weg. Also Auto tot, nur noch Stimmung vorhanden. Herz packte alles, was ging und fuhr mit Schankmeister, Basti und Pinky los. Unterwegs stellte man fest, ein Reifen fehlte, natürlich. Zum Glück fanden sie einen in Kamishovo, reparierten das Auto und Whisky und Nigo kamen wieder los. Parallel dazu meldete Selina etwas, das mir Bauchweh machte. Ein Mann namens Michael war im Camp. Englisch, gebrochen Deutsch, aber sehr informiert. Herz wurde misstrauisch.
Whiskey hatte öffentlich Misha vermisst und plötzlich klang alles nach Misha ist zurück. Herz warnte Selina. Sie zog sich zurück und sah am Brunnen noch einen zweiten. Die kannten sich. Das reichte völlig. 2 Fässer sollten noch im Auto nach Tscherno, wurde aber abgeblasen. Zu riskant. Herz und Pinky zogen in den Wald. Schankmeister und Basti sollten am Weihnachtsbaum Granaten rauslooten. Keine Granaten, keine Überraschungen. Und dann traf der Schankmeister eine Serie maximal ungünstiger Entscheidungen. Erst schoss er in der Stadt auf Zombies. Laut. Dann verschanzte er sich in der Polizeistation. Schritte vor der Tür. 2 Spieler rein. Polen, sagten sie. Schankmeister grüßte freundlich, sogar mit Trinkspruch in Tschechisch. Und dann erschossen sie ihn. Einer meinte noch, sorry, I have to do this. Ja, klar. Dann ist ja alles gut. Schankmeister wachte in Svetlojansk wieder als Bambi auf. Pinky holte ihn zusammen mit Herz ab. Er landete erst im Bürogebäude statt am Camp Gucci. Zombie-Hölle. Fast tot. Herz schaffte es gerade noch, ihn mit Blut zu stabilisieren. Basti hatte sich inzwischen in Richtung Camp in Prigorodki gerettet. Schankmeister war vor allem wegen einer Sache fertig. Die Armbrust, die Herz ihm gegeben hatte, war weg. Herz alarmierte Locke. Blick vom Nordwald auf den Rohbau. Locke sah nichts, ging zum Brunnen und fiel tot um. Basti zog seinen Dienstrevolver, wollte retten, was ging, und starb ebenfalls. 2 weitere Bambis. Im Kochhaus hatte sich noch ein Aushilfssamariter verschanzt, Waffe in der Hand, aber nicht geschossen. Wurde trotzdem gestürmt und Granaten hatten Zelte beschädigt. Das war kein Versehen, das war Absicht. Ab da war Schluss mit freundlich. Herz informierte Black Lion, STLK und mich, Nummer 371. Ich bezog Stellung am Turm. STLK callte sauber. Ich versemmelte erst, weil ich nun mal ich bin, und dann schossen Black Lion und ich gleichzeitig und mein Treffer saß. Sniper down. Die anderen stürmten das Camp. Der zweite Angreifer wurde am Brunnen gestellt. Locke erwischte ihn kampfunfähig. Basti musste mit dem Messer ran und das traf ihn härter als jeder Schuss. Basti war kein PvPler, er war Rettungshubschrauberpilot gewesen. Einer von denen, die wirklich helfen wollten. Genau solche Leute in so eine Situation zu drücken, das war das Widerwärtige. Später meldete sich Rob, bestätigte alles. Misha war zurück. Whiskys Aufruf hatte funktioniert, nur leider nicht so, wie man sich's wünscht. Begründung: zu viele gut ausgerüstete Leute am Camp. Da wollten sie ein bisschen Action machen. Klar, Herz und ihre Privatarmee. Natürlich. Herz stellte im Funk klar, Camps und Brunnen sind keine Bühne, kein Trainingsgelände, kein Hochlutareal. Das sind Orte, an denen Menschen ankommen und atmen sollen. Rob versprach, sie kämen nicht wieder. Die gleichen Worte hatte ich bei den Berezino Boys auch schon gehört. Und am Ende waren sie 2 Tage später geratet worden. Aber hey, heute standen wir noch. Sie nicht. Aber das Gefühl blieb, das war nicht vorbei. Nur vertagt. Später tauchten 2 Bambis am Camp auf. Florian und Andi. Hunger, Cholera, wir kriegten das hin. In der Polizeistation sicherten wir die Sachen vom Schankmeister. Blaue Armbinden lagen dort. Keine Ahnung, was Misha damit vorhatte. Sicher nichts Nettes. Die Armbrust blieb weg. Herz kam per Boot über Berezino und Nischnoe zurück und traf eine Entscheidung. Keine Langwaffe mehr, damit niemand behaupten konnte, sie hätte Action gesucht. Ich wusste nicht, ob das klug war, aber ich verstand's. Samstag, der 20.12.2025. Die Lücke der Schande. Ein Neuankömmling am Camp, Felix, konnte nicht reden, Chat Bambi. Herz erklärte ihm geduldig alles. Regel, Brunnen, bitte nicht klauen, danke fürs Zuhören. Felix zog weiter, kurz, schmerzlos, so mögen wir das. War übrigens keiner von Jonis Felixen. Die Berezino Union war bei Basti im Westen bei Last Hope und bei Balota gab's Schüsse auf sie. Typisch. Wenn irgendwo da unten geschossen wurde, war der Schatten oft nicht weit. Dann kam die Meldung, die Herz wirklich traf. Ein Zelt war mitten im Camp abgebaut und geklaut worden. Seile, Stoffwetzen, Säcke auf dem Boden, wie hingeworfen. Und das war nicht nur ein Zelt, das war ihr Test. Herz ahnte ziemlich schnell, wer seine kleinen Langfinger im Spiel gehabt hatte. Spacey oder Spacer, wie er sich jetzt nennen wollte. Und im Camp lagen rote Armbinden. Genau die, mit denen er sich so gern brüstete. Natürlich war er es nicht, als er ihn zur Rede stellte. Natürlich nicht. Und außerdem, stehlen sei ja nicht verboten. Hallo Junge, was ist bei dir kaputt? Du kommst ans Camp, stopfst dir die Taschen voll, fragst nach Draht, Zahlen, Schloss, Taxi und sobald Leute mal Abstand halten, damit du selber klarkommst, klaust du ihnen ihr Zelt? Er blieb bei, war ich nicht. Bis Herz die roten Armbinden erwähnte, da dämmerte es ihm und dann kam das Geständnis. Tja, witzige Geschichte. Sein Freund Elliot sei halb verhungert gewesen, sei ans Camp gekommen, Spacer habe ihm gesagt, er dürfe sich bedienen und, naja, da nahm er neben dem Essen das Zelt halt auch gleich mit. Und dass die Sachen am Boden lagen, ja, da hat der Schlingel halt vergessen aufzuräumen. Upsi. Herz glaubte kein Wort. War ihr auch egal.
Spacer war der Anführer seiner Gruppe und somit hatte er auch die Konsequenzen zu tragen. Aber Spacer bot großherzig an, das Zelt zurückzugeben, wenn Herz es denn unbedingt haben wollte. Und da war Schluss. Samariter betteln nicht. Herz machte ein Foto der Lücke, nannte es Gap of Shame und teilte es mit allen. Ein Mahnmal. Spacer wollte sich im Namen seines Teams entschuldigen. Herz sagte, reicht nicht. Schaden ersetzen, Lücke schließen, mit dem Zelt oder gleichwertigem Ersatz. Spacer meinte, geht grad nicht, kein Platz. Ja, nee, ist klar. Herz war so sauer, dass sie ihm mit der Armbrust entgegensah, als er wieder am Camp rumwühlte. Sie nannte ihn einen Wiggly Worm. Nigo und Whisky kamen dazu und guckten, als hätten sie Herz gerade zum ersten Mal wirklich kennengelernt. Whisky fragte, ob er ein paar Schüsse in die Luft abgeben dürfe als Motivation. Herz nickte, Spacer rannte. Erwarte nie wieder Hilfe von mir, bis der Schaden ersetzt ist, rief Herz hinterher. Spacer beschwerte sich im Funk. Er sei so eine Behandlung nicht gewohnt. Tja, kleiner Lord, nette Channa-Russen hatten gerade Weihnachtsurlaub. Und Herz hatte keinen Nerv mehr für Ausreden. Selina war wie immer eine verdammte Heilige. Freundlich, ruhig, distanziert. Ich war mir trotzdem sicher, wenn der Knilch Herbert angefasst hätte, wäre Weihnachten auch bei ihr vorbei. Aber wir wollen den Typen ja nicht auf schlechte Ideen bringen. Dann tauchte ein gelbes Fass versteckt am Camp auf. Unbekannter Spender. Rio war es nicht. Also, danke geht raus. Es kamen Angebote für Zelte. Herz lehnte ab. Es ging nicht ums Zelt, es ging ums Prinzip. Und den Schaden konnte nur der Verantwortliche wieder gut machen. Yannick meldete, sein Auto sei ins Wasser gegangen. Whisky sah das Foto, sah dann auch das Foto vom roten Saka im Wasser von Herz und meinte trocken, ist heute Autowaschtag? Am Brunnen begegnete Herz einem Bambi mit Rohr in der Hand. Kein Angriff. Stattdessen stellte er sich als Harald vor. Harald, kein Witz. Er wartete auf 2 Freunde, bekam eine kurze Ausstattung und zog weiter. Abends kam Echo vorbei, reparierte Zelte. Er und ich machten Wettschießen auf Granaten. Ich schnitt gar nicht so schlecht ab. Danach suchten wir einen Weihnachtsmann-Crash. Fanden ihn nicht, hatten trotzdem Spaß. Echo zog sogar einen weißen Anzug an, weil ich es vorgeschlagen hatte. Ich zog widerwillig eine grüne Bluse an, weil er es vorgeschlagen hatte. Nicht mein Geschmack, aber wir lachten. Und bevor Gerüchte entstehen, nein, das war kein Date. Das war eine kontrollierte soziale Interaktion mit Notausgang. Zum Schluss hinterließ Echo mir eine kryptische Nachricht. Ich zeig das später, Herz. Sie wird's wahrscheinlich schneller knacken als ich. Sonntag, der 21.12.2025. Raid-Versuche und die Rückkehr des Schattens. Der Tag begann mit einer kleinen, sehr gezielten Unverschämtheit. Jemand hatte unsere Fahne gesenkt. Nicht geklaut, nicht zerstört, nur gesenkt. So ein stilles Ich könnte, wenn ich wollte. Herz zog sie kommentarlos wieder hoch. Zeichen verstanden, Spiel nicht mitgespielt. Ultra half weiter am Camp. Wolffahrer kam als Bambi an und erzählte, er sei am Airfield erschossen worden. Sein Kommentar, SSKM, Selbstschuld, kein Mitleid. Dorian beobachtete das ruhig, wie immer. Dann Raid-Alarm im Norden, natürlich im Norden. Ich rückte aus und nahm Echo mit. Ultra und Basti bauten währenddessen in Elektrosawatzka ein Camp. Ofen, Partyzelt, 2 Unterstände, sah richtig schnuckelig aus. Fast wie Hoffnung. Fast. Echo und ich hatten den Ort des Angriffs fast erreicht, da kam Entwarnung. Nigo hatte die 2 Angreifer exekutiert. Komplett erledigt. Ikea, der Name, war offenbar Programm. Spannend kam die nächste Meldung. Zwielichtige Gestalten am Zahlenschloss in Prigorodki. Also wieder umdrehen, zurückrasen, Puls hoch und am Ende blieb's ruhig. Ich fuhr Selinas Auto weiter, holte Nigo in Elektro ab und brachte ihn nach Svetlojarsk. Und nein, das war auch kein Date. Auf dem Weg wurden wir bei Solnitschny beschossen. Ein Typ mit Hexenhut und Schrotflinte. Schlechter Schütze, sehr schlecht. Trotzdem ärgerlich, weil Selinas Herbert einen Makel abbekam. Das nahm ich persönlich. Danach ging die Jagd los. Bitwanted meinte, sie hätten einen Verdächtigen erwischt. Aber seeing is believing. Ich legte mich selbst auf die Lauer, sah jemanden, der passte. Schoss, traf natürlich nicht. Er verschwand in einer Lagerhalle und war weg. Ende der Spur, Herbert zurück nach Hause. Beim Zugevent fand ich noch 4 Fässer. Eines ging an Selina, eines an Jemet, eines behielt ich und eines stellte ich so ab, dass es jemand anders finden konnte. Karma, Generous Edition. Später tauchte der Schatten wieder auf, unterhielt sich mit Pinky, dem Schankmeister, den er konsequent Chunky nannte, und einem unfreundlichen Bambi, das fast auf ihn geschossen hätte, dann aber abzog. Rio kam kurz vorbei, ließ Dinge da. Danke an den stillen Helfer. Last Hope waren Bastis Plattenwesten weg, dafür lagen 70 Nägel da. Kein perfekter Tausch, aber akzeptabel. Basti selbst wurde später südöstlich von Selenogorsk nahe Mischkino angeschossen, entkam aber. Dann meldete Yannick noch eine Klarstellung. Nicht die Hütchen hatten den roten Saka bei Novodimitrovsk abgestellt, er war es gewesen. Unfallwagen, kaputt, stehen gelassen, gegen Ader getauscht. Yannick war einfach ein Saka-Schreck. Herz war sauer, zu Recht. Man ließ einen roten Saka nicht stehen wie Sperrmüll.
Zum Abschluss brachte Herz noch ein Fass nach Novo, schaute bei Camp Gucci vorbei, das wuchs enorm. Chicks können halt nicht klein. In Elektro fand sie ein Fass für Basti und eine Armbrust. Beides holte er sich ab. Und damit endete der Tag und auch die Woche. Fazit. Und damit, liebe Zuhörenden, Bambis, Altlasten, Silberfische, Möbelhausbetreiber, Umbenenner, Beobachter und alle, die gerade testen, welche Armbinde heute die richtige ist und welche morgen wieder ganz schnell Missverständnis war, das war diese Woche. Eine Woche, in der man sich vorsichtig annäherte und trotzdem erstaunlich oft daneben schoss, mit Fahrzeugen, die Namen hatten und danach nur noch Geschichten waren, mit Gruppen, die sich neu erfanden, während alte Konflikte erstaunlich haltbar blieben, mit Weihnachtsbäumen, bei denen man besser vorher prüfte, was eigentlich drinsteckte. Herz tat, was sie immer tat. Sie baute, verband, schlichtete und versuchte diesem Chaos etwas zu geben, das man mit viel gutem Willen Wärme nennen konnte. Und ich hörte hin. Ich merkte mir, wer leise wurde, sobald es unbequem wurde und wer plötzlich sehr überzeugt klang. Mit trockenem Kommentar, mit hochgezogener Augenbraue und einem Funkgerät, das selten Antworten liefert, aber zuverlässig Stimmung auffängt. Süderster Neva, ersetzbares Crewmitglied Nummer 371. Geht für diese Woche vom Kanal. Falls ihr mich sucht, ich bin irgendwo zwischen Nestwärme und Reibung, mit einer DMR, die meistens weiß, was sie tut, und einer Geduld, die das leider nicht immer tut. Nummer 371, Ende.